Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das heutige Video ist ein ganz besonderes Video, denn in dem Video steckt ganz viel Arbeit, beziehungsweise nicht in dem Video, sondern in dem Account, den wir heute spielen werden. Denn wir haben hier heute einen Projektaccount vor uns, der von einem Zuschauer bespielt worden ist und mir jetzt übergeben worden ist, um ja, das feierliche Highlight sozusagen in Videoform festzuhalten. Und zwar handelt es sich um ein Projektchar, wo es hieß, Stufe 150 erreichen, ohne einen einzigen Dungeon zu legen. Und wir haben heute die Ehre, dass wir in dem Video uns durch alle Dungeons durchkloppen dürfen, durch die wir halt so kommen. Wie weit wir kommen werden, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall geht ein ganz großer Gruß und Kuss raus an Only Catch Me. Ja, steht hier auch, könnt ihr sehr gerne mal auch auf Twitch vorbeischauen. Verlinke ich euch mal unten ja, in der Videobeschreibung und da könnt ihr sehr gerne mal ja, vorbeischauen, Follow da lassen und ja, ein Dankeschön auf jeden Fall an dich, dass du uns das Ganze hier ermöglicht. Ist sehr, sehr cooler Content auf jeden Fall. Er hatte die Challenge am 30.08. gestartet, letztes Jahr, und jetzt haben wir heute, wo wir das gerade aufnehmen, hier den 6.03.2024. Also ist auf jeden Fall einiges an Zeit drin. Er hat jetzt sogar 151 erreicht und ich kann mir vorstellen, dass das sehr mühselig ist, so einen Account hochzuziehen, ohne einen einzigen Dungeon zu legen. Und ja, dass mir das Ganze jetzt halt eben hier zur Ehre wird, ja, mich hier durchkloppen zu dürfen, ist natürlich nochmal umso cooler. Hat hier auch ein paar Statistiken auf jeden Fall mal so festgehalten, ne, wo er mal hier und da was gefunden hat. Auf jeden Fall hat er auch Top-Tränke am Start, was auch sehr cool ist. Und ja, schwarze Edelsteine sind hier auch am Start. Wir haben hier noch ein paar zum Ersatz. Wir haben hier sogar Leggy-Steine drin. Also falls wir jetzt nicht weiterkommen, ich hatte ihn gefragt, ob er den Account danach noch weiterspielen will, und da hat er gesagt, nee, möchte er nicht unbedingt. Deswegen denke ich mal, können wir hier heute machen, was wir wollen auf dem Account. Ja, und werden mal schauen, vielleicht setzen wir hier einen Leggy-Stein ein, falls wir jetzt nicht großartig weiterkommen. Ansonsten, ja, sieht es so aus. Festung hat er hier auch echt hochgezogen, muss man sagen, in der Zeit. Das ist erstaunlich. Festung 14 nicht schlecht, wirklich. Edelsteinmine Stufe 11. Unterwelt, klar, logischerweise haben wir noch nicht. Märchenturm ist ja auch noch nicht freigeschaltet. Und ja, werden gucken, wie weit wir heute kommen werden. Wir sehen es hier in der Lichtwelt. Hier haben wir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Dungeons vor uns, die darauf warten, gelegt zu werden. Und nachdem hier, wenn wir alle geentert haben sollten, dann öffnet sich auch die Schwarzschädelfestung und eventuell kommen wir da auch weiter. Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie weit wir hier mit diesen Statpunkten kommen werden. So, ne? Ich hatte auch gesehen, er hat schon ein paar Runen am Start, also Arena Manager. Wurde auch schon ein wenig bespielt. Hier und da sind ein paar Widerstände drauf, hier und da ein paar Runen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat hier auch, ja, profitiert hier natürlich auch von den Gildenboni. Ist in German Elite. Grüße auch an die Gilde, falls hier irgendjemand drin sein sollte, der das vielleicht sieht. Ja, klar, natürlich, W70. Wo ist W70 bitte schön nicht? Ja, also wirklich auf jedem Server, wo man raufschaut, ist wie... Das gibt's doch nicht, das ist ja schon ein Meme, Alter. Naja, auf jeden Fall, es sind hier auch sehr starke Accounts, definitiv am Start. Wir befinden uns übrigens auf Fusion 2, da hat er den Account hier hochgezogen und hier haben wir auch Hellhounds Phoenix Reborn am Start. War ich schon echt lange nicht mehr hier auf dem Server, falls ich hier überhaupt schon mal drauf war, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Naja, aber auf jeden Fall, ansonsten Skillpunkt technisch, Basispunkte hat er hier so gut wie gar keine festskillt, sehe ich hier gerade. Also wir haben hier knapp 14 Millionen auf dem Konto, da kann man auch ein bisschen was rein investieren. Aber ich würde mal vorschlagen, wir lassen den Account einfach mal original so, wie er ist. Ich habe hier noch nichts weiter jetzt an dem Account rumgefuhrwerkt. Ich habe hier nichts weiter gemacht, sondern den direkt übernommen. Und ja, werde den halt auch so original erstmal so weit versuchen wie möglich zu bespielen. Er hat hier ein 1, ja, beim Dämonenportal ist er bei 1,5 gerade hier.
Ne, aber wir gehen jetzt erstmal hier in die Lichtwelt rein. Ansonsten, wie gesagt, hier weitere Sachen sind ja erstmal noch nicht freigeschaltet. Müssen wir erst gucken, dass wir den Märchenturm irgendwann früher oder später freigeschaltet kriegen. Ihr seht, der ist für ganz viele Sachen wichtig nachher. Ne? Und wenn man den frei hat, ja, kann man auch zum Wirbelwind. Ach, dann geht es nachher von ganz alleine. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Wir gucken uns die Kämpfe natürlich auch an. Ich bin gespannt. Na klar. One-Hit, wie soll es auch anders sein? Vor allen Dingen bin ich auch gespannt drauf, was wir für ein Level nachher am Ende des Tages hier davon tragen werden. Wenn wir jetzt hier wirklich einiges an Dungeons legen sollten, dann es ist natürlich noch alles One-Hit hier, ne? Aber der Chat wird nachher, glaube ich, ganz lustig aussehen, wenn wir hier ein bisschen durcheskalieren gleich. Und ja, wir fangen mit 151 an. Das merken wir uns mal. Fürs Ende dann, ja, welche Stufe wir erreicht haben. So, ne? Ich sehe gerade, also, ich weiß nicht. Hier sind auch teilweise Sachen dabei, ja, so normale Gegenstände hier, ein paar Epics und so, ne? Also kann man definitiv im Fall der Fälle auf jeden Fall ein bisschen was austauschen hier. Aber wie gesagt, dadurch, dass er den Account nicht großartig weiterspielt, wir werden wahrscheinlich nachher sehr viele epische Gegenstände auch im Inventar haben, da gehe ich mal von aus. Deswegen müssen wir da früher oder später sowieso, denke ich mal, ausmisten. Ja, spielt hier übrigens ein Berserker, ne? Also ganz klar, da rasiert es sich noch gleich ein bisschen besser durch die Dungeons hier. Und ja, ich denke mal, die ersten Gegner sind hier alle kein Problem für uns. Ich bin mal gespannt, wann wir es, ja, wann wir den ersten Gegner vor uns haben, der eventuell sogar einen Schlag aushält. Oh, ja, oder ausweichen. Okay, ausweichen geht auch, aber ist auch noch im zweiten Dungeon hier, denke ich mal, alles One-Hit. Ich meine, klar, wenn man sich auch mal die Stat-Punkte vergleicht, ne, dann ist das hier absolut kein Vergleich. Also, ne, ist klar. Und ja, bin gespannt, ob wir hier irgendwelche Probleme haben werden. Aber ich glaube mal nicht. Ja, es ist wirklich auch erstaunlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob von euch da draußen noch jemand irgendwelche Projektaccounts spielt oder so. Schreibt das mal mir sehr gerne in die Kommentare. Das würde ich sehr gerne wissen. In der Vergangenheit wurden mir ja schon mal hier und da ein paar Projektchars zugetragen, wo ich dann die Ehre hatte, oder nach einer Dungeon-Pause oder so, wo ich dann die Ehre hatte, von euch dann ja, irgendwie eine Dungeon-Pause, eine Auflösung zu machen oder was weiß ich. Was waren das noch für Accounts? Ich weiß gar nicht, alles gar nicht mehr. So und so eine Stufe irgendwie erreicht, ohne Alu zu spielen oder so. Ne? Also das sind verrückte Sachen. Ich feier solche Sachen auf jeden Fall, weil das ist mal was ganz anderes als der herkömmliche Playstyle, den wir sonst so alle haben. Alter, das Inventar ist jetzt schon voll, ne? Und ja, falls ihr so eine Projektaccounts auch selbst bespielen solltet, dann schreibt mir das mal sehr gerne in die Kommentare. Und ja, eventuell ist da ja auch der ein oder andere dabei. Ich kann zwar immer nicht so ganz verstehen, warum ich das denn machen soll, so, ne? Weil es ist, ja, also man spart sich das Ganze auf, so, ne? Und dann, ja, den besten Part, den übergibt man mir dann, so, ne? Also das weiß ich natürlich extrem zu schätzen. Deswegen auch alles, was ich da machen kann, das Einzige, was ich machen kann, ist halt einen kleinen Shoutout zu geben an Only Catch Me, ne? Aber das ist natürlich eine Menge Arbeit, da steckt viel Zeit drin. Und deswegen finde ich das halt sehr beachtlich. Auf der anderen Seite, okay, gut. Oha, jetzt hat er schon einen Hit überlebt hier. Denn der 9. von 10 im dritten Dungeon hat schon einen Treffer. Ach du Scheiße. Ja gut, aber ich meine, die machen halt gar keinen Schaden, ne? Also so überhaupt gar nicht. So, wir haben 30 Gegner jetzt mittlerweile schon besiegt, ne? So, der Account heißt auch wirklich Dungeon Level 150, ne? Ich meine, gut, jetzt sind wir 151, aber das tut hier natürlich nichts zur Sache. Also ich kann es irgendwo verstehen, dass auch, ja, irgendwie, weiß ich nicht, wenn man selbst jetzt vielleicht jetzt nicht so Videos macht oder ne, jemand anders irgendwie verfolgt, der das Ganze halt eben, ja, weiß ich nicht, im Internet so betreibt, hier Shakes and Fidget hauptsächlich als Content hat,
dann kann ich verstehen, das ist auch ganz cool, so selbst in einem Video dann zu sehen, wie jemand anders das macht irgendwo, ne? Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, ja, keine Ahnung, ein Jahr lang Dungeon-Pause machen würde, erstmal würde ich mich sowieso, ja, oh, kein Platz. Ich würde mich sowieso erstmal, ich verkaufe das einfach alles hier, ne? Das brauchen wir nicht, ne? Oder? Ne, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde mich sowieso übel schwer tun, erstmal überhaupt die Finger still zu halten, so. Ne? Und da die ganze Zeit nicht auf die Dungeons zu klicken. Und dann würde ich mich ja so auf den Moment freuen, nach dem Jahr, wenn man dann halt wirklich eisern geblieben ist und durchgehalten hat, ja, dann halt eben dementsprechend auch die Belohnung sich einzuholen, weil man ja im Prinzip ein Jahr lang auf das hingearbeitet hat, so, dass man quasi die Dungeons dann durchklöppelt, so, und deswegen ist das ja gerade das Highlight, so, ne? Also das würde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen, aber ich kann natürlich auch verstehen, so aus der Zuschauerperspektive, natürlich, dass man das vielleicht auch sehr gerne so sieht, und wie gesagt, dadurch, dass es ja jetzt auch in einem Video festgehalten ist, ist das ja auch immer was man sich immer wieder anschauen kann und ja, was halt einfach bleibt, so, ne? Und wenn man es jetzt so privat für sich machen würde, ja gut, dann hat man da vielleicht so für sich seinen Spaß dabei und dann war es das so. Aber warum nicht mit anderen noch teilen, ne? Ja, und während wir hier quatschen, sind wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten hier. Wir sind hier jetzt bereits schon beim 5. Dungeon, beim Smaragd-Schuppentaler. Bisher sieht es noch alles wirklich sehr, sehr gut aus und noch keinerlei großartige Probleme hier, ne? Aber ja, es ist natürlich auch, na klar, wir haben bis 151 hier den Account bespielt, so, ne? Beziehungsweise hat das der Only Catch Me gemacht und da ist es natürlich klar, dass hier noch nicht weiter großartig irgendwie Struggles im Weg sind. Was aber tatsächlich verwunderlich ist, ich meine, klar, zum Anfang geben die Dungeon-Gegner natürlich nicht viel XP, aber wir haben hier jetzt noch nicht mal ein Level voll und wir haben jetzt schon 50 Dungeon-Etagen gelegt, ne? Alter, ja, genau das ist jetzt der Moment, auf den wir jetzt hier gewartet haben, und wir machen natürlich auch weiter, ja. Hoffentlich schreibt hier keiner zwischendurch im Chat irgendwas, dann wäre hier die schöne Streak, schöne Streak hier unterbrochen, ne? Mal gucken, sind hier gerade welche online? Oh shit, oh, ja, hier sind tatsächlich welche online. Na gut, dann wollen wir mal ein bisschen uns sputen hier, ne? Und eventuell müssen wir ja vielleicht noch, ja, den Leggy-Stein reinsetzen, wenn es nicht anders gehen sollte. Wir haben jetzt ein Level-Up gemacht, ja? Bei dem 6. Dungeon in der 5. Etage, beziehungsweise in der 4. ist es soweit. Da haben wir ein einziges Level-Up jetzt gemacht. Aber jetzt sollte es so langsam auch ein bisschen schneller gehen von der XP her. Denn umso höher wir kommen von den Dungeon-Etagen her, desto mehr XP bringt uns das Ganze auch, ne? Ja, also ich denke mal, wir werden definitiv in diesem Video 90 Dungeon-Etagen legen. Da gehe ich von aus, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei den letzten Etagen aussieht, aber wenn wir die alle durch haben, ich meine, jetzt ist ja bisher, ne, wir haben jetzt schon gut was geschafft und bisher haben wir noch gar keinerlei Probleme gehabt hier. Deswegen gehe ich von aus, 90 kriegen wir hin. Mal gucken, wenn wir den hier noch komplett durchkriegen, dann würden wir sogar 100 Dungeons in einem Video schaffen. Das ist natürlich echt schon krass, das ist was sehr Besonderes, deswegen, ja, falls euch das Ganze hier gefallen sollte, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr hier auf dem Video, ja, Support da lasst, einen Kommentar schreibt, einen Daumen nach oben vielleicht, das wäre auf jeden Fall ganz cool, deswegen vielen lieben Dank auch an jeden Einzelnen, an euch an der Stelle, und ja, wir machen weiter. Wir sind jetzt hier gleich im nächsten Dungeon durch. Man sieht links oben, wenn man auf den XP-Balken achtet, das wird jetzt schon langsam mehr vom Level her. Und wir haben schon eine bessere Rüstung am Start. Ja, werde ich noch nicht anziehen. Wir lassen das erstmal so original, wie es ist. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Einfach so, ne? Ja, schmeißen wir das in die Toilette, ne? Schmeißen wir das weg. Wir verkaufen das einfach mal erstmal. So, zack. Ja, die Waffe schmeißen wir auch weg.
Okay, wir schauen erstmal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch in den ganzen Dungeons hier, was weiß ich, ein bisschen so 300.000 gemacht oder so. Ich glaube, mit fast 14 hatten wir angefangen, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. So, und da sind wir im nächsten Dungeon hier. Man sieht, die halten schon ein wenig mehr aus. Bisher alle aber noch Two-Hit weiterhin. Feuerbasilisk wird aus dem Weg geräumt. Es ist auch so erstaunlich zu sehen, weil, ja, dadurch, dass man sich das halt angespart hat, sieht es natürlich jetzt alles so verdammt easy aus, ne? Aber wenn ich mir überlege, es ist eigentlich sowas Besonderes, weil an den ganzen Dungeon-Etagen... Oh, jetzt haben wir schon wieder ein Level-Up gemacht hier. Jetzt geht's jetzt geht's deutlich schneller voran als ja, die Etagen davor. Jetzt kommt langsam die XP. Wenn ich mir so überlege, im Verlaufe des Spiels, wo man natürlich mit den Statpunkten noch nicht so weit vorne ist, wie hart man an den ganzen einzelnen Dungeon-Gegnern struggelt, so, ne? Und wie viele Pilze da teilweise in den Etagen drin stecken, gerade auf einem neuen Server und wenn halt Leute, keine Ahnung, so Hardcore-Shrooming betreiben und ganz oben mitspielen wollen, da halt wirklich tausende Pilze in eine so eine Etage legen, um da weiterzukommen, ne? Und wir kloppen uns hier einfach jetzt so stur durch, ne? Ohne dass wir hier irgendwie Probleme haben. Ist natürlich eine andere Situation jetzt, aber deswegen feiere ich halt so eine Projekt-Accounts, ne? Wir hatten in der Vergangenheit, kann ich mich jetzt gerade auch dran erinnern, wir hatten ja auch schon mal sowas gemacht wie, ja, Level 1, ein Level 1 Char zu bespielen und halt eben dort, ja, der stärkste Level 1 auf dem Server zu werden. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Server das war. Ne? Soweit ich weiß, falls das Raid Boss nur noch macht, der betreibt das jetzt noch irgendwie weiter oder so, oder wollte das weiter betreiben. Auf jeden Fall kamen wir da auch an einem Punkt an, wo, ja, wo man da, keine Ahnung, irgendwie 300 Gold oder was weiß ich für einen Statpunkt braucht und erfahr mal auf Stufe 1 300 Gold. Ja, das ist echt ein Krampf. Das ist wirklich sehr, sehr krampfhaft. Vor allen Dingen, wenn du halt Level 1 bist und die Stadtwache einstellst, ne, auf 10 Stunden, dann bringt dir das, glaube ich, auch 1 Gold. Ja, oder 10 Gold oder so. Also es ist wirklich sehr mühselig, ne? Aber ich feiere sowas auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mich da immer sehr gerne anschreiben, wenn ihr sowas habt und das irgendwie, ja, ein Video wert ist, ne? Bin ich da immer sehr dankbar für, dass man halt auch eben so ein paar, ja, dass ihr mir da ein paar Videothemen abnehmt, sag ich mal, ne? Weil ich mir natürlich auch jeden Tag irgendwie immer ein neues Thema mehr oder weniger überlegen muss, was man heute anschneidet. Und wir sind jetzt 154, ja. 3 Level haben uns die ganzen Etagen jetzt hier mittlerweile gebracht. Wir sind hier ordentlich am Durchrasieren. Wirklich die ganze Zeit, ne, wo man jetzt hier halt wirklich so ohne irgendwie Spaß zu haben. Also es ist nicht so, dass man jetzt ohne Dungeons gar keinen Spaß hat in Shakes, aber das ist ja schon mit der lustigste Teil so. Ist ja mal ein Erfolgserlebnis, wenn man mal so ein bisschen weitergekommen ist in den Etagen und so, ne. Und ja, das Ganze so komplett, ne, ja, so komplett sich aufzusparen und das gar nicht zu machen, den lustigsten Part einfach wegzulassen, ne, ist schon sehr, ja, kann schon auch sehr frustrierend sein, so, ne. Aber wenn man es halt so nebenbei zockt, ne, ich glaube, ich hatte auch in der Beschreibung gelesen, dass er auch irgendwie zwischendurch 2,5 Monate inaktiv gewesen ist, also von daher, mit so einem Projekt-Account, da jagt einen ja auch keiner so, ne? Man muss zusehen, dass man vielleicht eine Gilde findet, die das dann auch mitmacht. Der Gilde muss man dann auch sagen, ey, ich habe das und das hier vor. Supportet ihr mich dabei oder bin ich hier vielleicht falsch? Keine Ahnung so, ne? Das muss man natürlich dann auch kommunizieren, weil sonst, ja, wundern sie sich natürlich, warum ihr so, ja, so einen komischen Account habt oder so, ne? Aber ja, deswegen, aber es ist schön, dass hier auch die German Elite das Ganze hier dann halt auch mitmacht, ne? Und ja, jetzt hier halt eben die ganzen Boni auch bietet, um halt eben den Account relativ schnell auf Stufe 150 hochzuspielen, so. Ja, tatsächlich stellt das alles hier gar kein Problem dar. Das hätte ich nicht gedacht. Aber Stufe 150 ist tatsächlich schon echt eine Hausnummer. Vor allen Dingen, wie gesagt, er hat hier auch großartig, 155 jetzt, nichts geskillt, ne? Wir haben hier alles an Skillpunkte noch offen, haben hier nichts weiter irgendwie reingesteckt, großartig. Also ist schon sehr beachtlich, muss man so sagen. Und trotzdem kommen wir hier echt sehr gut voran. Und ich denke mal,
ja, auch mit den 100 Etagen sollte dieses Video kein Problem werden. Ich hatte jetzt auch bisher noch keinen einzigen Kampf über Skip gehabt. Wir haben die alle durchlaufen lassen. Lassen das auch weiterhin so tun. Oder werden das auch weiterhin so tun. Weil ist auch, ehrlich gesagt, kein Problem. Ne? Ihr seht ja, die sind hier alle noch wirklich easy peasy. Was wir machen können, ist doppelte Geschwindigkeit so. Ne? Das ist auf jeden Fall was... das ist ein gutes Feature. Gerade jetzt ist auch gerade jetzt für solche Videos sehr ansehnlich, dass sie hier so einen Knopf hinzugefügt haben. Ne? Dass man die Dungeon-Kämpfe auch einfach ein bisschen verschnellern kann. So, und wir sind Stufe 156. Sehr nice. Und jetzt sind wir schon bei der Mordmaschine. Die Mordmaschine, ihr erinnert euch vielleicht jetzt letztes Mal gerade auf EU10, was wir da wirklich reingesteckt haben, so, ne? Bis ich keine Pilze mehr hatte. Das war echt schon krass gewesen. Also ein Gegner, bei dem man sich echt lange, ja, die Haare, sag ich mal, krümmt, ne? Wenn man noch welche hat. Und hier die Mordmaschine wirklich ein brutaler Gegner, ne? Und hier werden wir einfach, ja, 2-Hit, zack, komm, beiseite mit dir, 3-Hit, ja. Let's go. Mordmaschine einfach beiseite. Und Stufe 157 erreicht und den nächsten Dungeon damit hier auch durchgeklöppelt. Und jetzt sind wir schon bei der Pyramide des Wahnsinns. Und die Pyramide des Wahnsinns ist auch absolut überhaupt gar nicht der Wahnsinn. Denn die ist auch im normalen Spiel, sag ich mal, keine großartige Herausforderung. Wenn man an der Mordmaschine vorbeigezogen ist, ne, im normalen Spielverlauf, jetzt nicht auf diesem Account jetzt hier, ne, dann sind diese 10 Etagen kompletter Free-Try. Die könnt, wenn ihr werdet das, wenn ihr da selbst an der Stufe seid irgendwann, ihr werdet da so durchrasieren, weil die Gegner, ja, teilweise echt im Verhältnis zur Mordmaschine wirklich extrem low sind so. Und deswegen, ja, ist es auch möglich, halt innerhalb von wirklich kurzer Zeit echt viele Level zu machen, weil das ist halt einfach Free XP. So, guckt euch das an hier. Ne, das ist nicht wirklich eine Herausforderung. Don Capiche haben wir jetzt hier, der könnte ein bisschen krachen, aber wir haben hier halt sehr viele, ich glaube auch sehr viele Magier drin, Kundschafter mit wenig Leben hier, ne? Auch gar kein Problem, alles beiseite. Und nächstes Level erreicht, Stufe 159, sehr cool. So, da haben wir die Banshee, ist nochmal ein Magier und danach habt ihr ja euer Spiegelbild und euer Spiegelbild ist wirklich auch, ja, also das ist wirklich auch gar keine Herausforderung. Ne? Da nehmen wir auch mal die Waffe raus so, ne? Und schauen mal, dann kämpfen wir jetzt Faust gegen Faust. Bare-Knuckle-Fight, wer wird gewinnen? Ja, wer haut die höhere Combo raus? Wir haben gewonnen. Sehr schön. Sehr nice. So, und damit haben wir die Schattenwelt freigeschaltet. Den Wirbelwind freigeschaltet. Auch sehr cool. Ja. Märchenturm. So, alles erreicht, was man erreichen kann in dem Spiel. Zack, Schattenwelt. Nächster Dungeon. Können wir auch sehr gerne mal gleich reinschauen. Ob da irgendwas geht. Jetzt haben wir hier, ne, auch die Begleiter. Die können wir auch alle equippen hier. Ne, da können wir zum Beispiel schon mal, nicht dem Alter Ego, dem Bertram können wir schon mal eine Waffe geben. Die können wir in die Toilette schmeißen. Ah, perfekt. Mana-Trank voll, Klassiker, wie Beethoven, kennt man. So. Eine Rüstung? Eine Epic-Rüstung? Ah, auf Aura 7, ich wollte schon meinen. Aber trotzdem immer noch relativ lucky, würde ich mal behaupten. So, da haben wir schon eine Marquardt-Waffe. Okay. Und wir schauen aber erstmal weiter. Wir gucken erstmal Schwarzschädelfestung. Was geht hier noch ab? Geschwindigkeit. Boah. Stufe 160 erreicht. Der Account ist wirklich der Hammer. Muss man so sagen. Da geht noch einiges. Wir machen mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. So, weil jetzt halten die Gegner langsam ein bisschen mehr aus. Teilen jetzt aber nicht so den extremen Schaden aus, wo man sagen könnte, das ist jetzt aber schon ein sehr spannender Kampf hier. Also ich sage euch ehrlich, die 100 Dungeon-Etagen, die sind auch hier drinne auf jeden Fall. Stufe 162 auch erreicht. Und dann, ja, rasieren wir weiter durch. Alles gar kein Problem. Nächstes Level erreicht. So. Wir legen mal ein bisschen an, würde ich sagen, hier. Ne? Schuhe. So, die Rüstung können wir mal in die Toilette schmeißen. Was bekommen wir? Ah, perfekt. Sind gleich auf dem Marquardt hier. Und, achso, das haben wir hier. So, in die Toilette.
Dann können wir das hier auch an der Stelle weitergeben. So, zack. Okay, dann haben wir hier ein bisschen Platz gemacht für neue Gegenstände. So, wie gesagt, nach dem Video wird der Account hier wahrscheinlich eh nicht mehr großartig bespielt werden. Deswegen, ja, geben wir aus, was wir haben. Stufe 164 ist erreicht. Und wir haben auch gleich die 100 Dungeon-Etagen geschafft. 165. Jetzt gibt es hier echt gut XP so langsam. So, Schwarzschädelkrieger. Ja, das ist schon langsam, aber sicher an der Stufe, wo man sagen könnte, okay, es könnte einigermaßen knapp werden. Aber wenn man sich die Statpunkte mal hier anschaut, ist das auch noch keine Herausforderung. Wir sind noch nicht einmal unter die Hälfte Leben gekommen hier, glaube ich. Schwarzschädelritter, der Endboss jetzt hier, der wird vielleicht nochmal uns auf die Hälfte vielleicht so katapultieren. Ja, ein bisschen... Oh. Fast sogar schon down hier durch den Gegner. Aber somit haben wir 100 Dungeon-Etagen geschafft. Ja, am Stück, ohne einmal gestorben zu sein. Das ist doch auch mal ein Achievement. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier jetzt auch noch weitergeht. Aber ich denke mal, das sollte hier auch machbar sein, ne? Ich weiß nicht, ob wir den Dungeon hier komplett... Stufe 170, ja. Ob wir den komplett... wir spammen den Chat hier auf jeden Fall zu. Ob wir den Dungeon hier komplett schaffen. Wenn nicht, können wir ja auch mal einmal skillen. Oh, ich dachte jetzt schon der erste Tod. Mal gucken, wann wir das erste Mal sterben hier. Bevor wir überhaupt hier was an den Statpunkten irgendwie verändern. Ja, aber bisher sieht's gut aus. So, zack. Nächste Stufe erreicht. Das ist wirklich ein Traum für jeden Shakes-Fidget-Spieler, glaube ich, hier, was ich gerade erlebe. Wirklich extrem krass, was hier abgeht. So viele Level in so kurzer Zeit und wir sind das erste Mal gestorben. Auf Stufe 172, ja, im 11. Dungeon. So, und ich glaube, ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, noch eine Waffe dabei, die war besser, ne? Ne, die war schlechter. Ich glaube, wir haben die gute Waffe umgewandelt und dem Marquardt gegeben. Ja, das ist natürlich ein bisschen bad jetzt gerade. Aber wir werden jetzt mal hier den Lecci-Stein reintun. Mittlerweile können wir, glaube ich, auch so eine krasse Waffe finden hier, die wahrscheinlich nochmal besser sein wird als das Epic, was wir hier haben, oder? Oder? Was ich aber nochmal ganz kurz gucken will, ist mal Schattenwelt mal einmal probieren. So, wie sieht's denn hier aus? So, einfach mal unser Account hier. Boah, Alter. Okay. Also, das ist ja auch ganz lustig. Wir brauchen gar keine Begleiter. Wir entern uns einfach so durch hier. Boah, Junge. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, in der Schattenwelt wird es ein bisschen schwieriger zum Start. Aber ja, da knallen wir ja hier einfach so durch. Das ist ja unglaublich. Das ist krass. So. Wollen wir mal einfach mal ein bisschen durchentern? Einfach mal ein bisschen ausrasten hier? Boom, nächster Gegner down. Mal schauen, schaffen wir hier bis zur Etage 10? Das wäre auf jeden Fall... Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, Stufe 175 erreicht. Jetzt entern wir mal ein bisschen durch, sonst wird das Video, glaube ich, viel zu lang, oder? Ich weiß nicht. So, haben wir ein Epic bekommen hier? Also eine Epic-Waffe wäre jetzt übel nice. Also wir könnten jetzt halt übel unsere Begleiter equippen hier, ne? Also das ist auf jeden Fall jetzt so das, was man als nächstes machen könnte. Aber ja, im Prinzip steht uns jetzt gar nichts mehr im Wege hier, ne? Wir können ja mal ein bisschen in Stärke reinskillen. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis wir alles festskillen. Ich gehe auch jetzt 0 auf Ausdauer so. Wir machen jetzt einfach only Stärke, ja? Verskillen alles, was wir haben und gucken mal, wo wir dann am Ende ankommen. Und ja, werden alleine dadurch, glaube ich, schon auch ein bisschen was wieder schaffen können in den Dungeons. Es ist auch so krass, ne? Einfach, wenn man von fast 0 anfängt, von den Skills her, und man hat so extrem lange und so viel Gold gespart, dass man das hier alles so verskillen kann. Und wie lange das auch dauert, ne? Ich meine, das geht natürlich jetzt immer schneller, weil jeder Skill kostet natürlich auch mehr Gold, so, ne? Wenn man jetzt hier gut spielen würde... Oh Gott. Ja, moin, ich dachte gerade, was ist jetzt los? Aber wir haben einfach das Achievement geknackt.
Wenn man jetzt hier Balanced spielen würde, dann würde man klar auch ein bisschen was in Ausdauer stecken, weil der Skill ist natürlich jetzt günstig im Verhältnis zu dem, was jetzt Stärke kostet. So, aber weil wir hier heute wirklich nur für das Video den Rahmen nicht sprengen wollen und wie gesagt der Account danach ja eh nicht mehr weiter bespielt wird, lassen wir das einfach hier so jetzt erstmal so auf Stärke und gucken mal, auf wie viel wir dann insgesamt gekommen sind. Der aktualisiert ja dann immer noch mal so ein bisschen später nach. Ja, auf 8800. Ist nicht verkehrt. Schauen wir mal in die Lichtwelt rein. Da geht auch der nächste Dungeon. Sehr schön. Und wieder der nächste. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt eine schöne Waffe bekommen würden, dass das nochmal hier alles nochmal ganz anders aussieht. Alter, 184. Let's go. Und der nächste Dungeon auch wieder freigeschaltet. Junge, Junge, Junge. So, und jetzt sind wir ja auf einer Stufe hier, wo wir 2 Level wirklich pro Dungeon schaffen. Und das macht natürlich auch nochmal umso mehr Spaß. So, hier müssen wir ein bisschen reinpilzen. Machen wir mal. Aber auch alles gar kein Problem hier. So, ja, das ist jetzt die Frage, wie weit will ich es jetzt hier ausreizen, ne? Wie weit wollen wir das Spielchen treiben hier, sag ich mal, bevor wir uns hier verausgaben. Wir gucken mal erstmal noch, dass wir Stufe 200 noch ganz schnell erreichen. Haben wir auch geschafft, sehr schön. Und damit auch den nächsten Dungeon Key geunlockt. Führerhaufen, den machen wir auch noch schnell beiseite. Alter, jetzt... Jo. Das geht... Holy shit, Alter. Das geht jetzt richtig voran. Belzeboss, Stufe 209. Alter, ist das krass. Ist das krass. So, wir verkaufen mal alles. Wir sind jetzt eigentlich nur auf der Suche nach einer guten Waffe jetzt nochmal. Die anderen Epics werde ich jetzt nicht großartig... Oh, okay. Also eine schöne Waffe wäre halt nochmal echt extrem nice. Ne, ansonsten müssen wir einfach eine normale Waffe uns aus dem Laden schnell befördern. Okay. Den haben wir auch nochmal besiegt. Jetzt müssen wir den nächsten Key finden hier in der Edelsteinmine. Haben wir auch. Oh, die Skips sind teuer. Oh shit, sollte ich das jetzt weiter skippen hier? Ja, da kommen wir jetzt erstmal noch nicht voran. Die Skips sind schweineteuer. Ah! Ich wollte den nächsten Key für die Schattenwelt finden, aber das ist ja echt eine Zumutung hier. Okay, neue Waffe. Wir schauen mal ganz kurz. Okay, neue Waffe müssen wir uns mal ganz kurz gönnen hier. Mit Stärke am besten. Aber eigentlich ist auch scheißegal, was wir nehmen hier. Hauptsache die Spanne knallt. Geschick jetzt nicht unbedingt. Also Ausdauer oder Stärke wäre schon cool. So, Ausdauer Glück, 611 rechts raus, Stärke 604, 122, 128, 132, ja. Wir nehmen die hier, so, Edelsteinsockel machen wir mal für Ressourcen und weil wir jetzt auf jeden Fall die Pilze noch ein bisschen brauchen. Zack, das sollte definitiv, oh mein Gott, Alter, die Items, ne? Also, das ist ja unglaublich, aber die Waffe sollte jetzt hier schon regeln auf jeden Fall. So, 211. Wir werden jetzt hier noch so weiter das Spielchen spielen, bis wir hier keine Pilze mehr haben. Und dann gucken wir mal einfach, wie weit wir am Ende des Tages gekommen sind. Ja, das Ding ist, ja, ich könnte jetzt halt noch ganz viel machen. Man könnte jetzt halt in Wirbelwind reingehen, man könnte in Märchenturm reingehen. Ne? Man könnte jetzt halt auch die Unterwelt freischalten. Ach, es gibt so viel, was man jetzt noch machen könnte, ne? Ich würde halt am liebsten ja, in die Schattenwelt reingehen, aber ihr habt ja gesehen, so ein Edelstein-Skip kostet halt ja, 33 Pilze oder so und wir haben jetzt nicht mehr so viele Pilze auf der hohen Kante zu liegen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Wir können aber neue Items können wir ein paar hinzufügen. Edelsteinsockel machen wir für Ressourcen. So, das sollte schon erstmal ein Upgrade sein. Intelligenz, Stärke, 74. Was haben wir hier? Ja, wir haben jetzt nicht die allergeilsten Items, muss ich mal so sagen. Aber es geht auf jeden Fall klar. So,
Achso, warte mal, wir können ja auch die schwarzen Steine hier hinzufügen. So, zack. Sollte definitiv schon mal wieder ein kleines Upgrade sein. Das will ich fast gar nicht hier equippen, weil es 74 schon zu low ist hier irgendwie. Für das, was wir halt finden können. So, wir schauen erstmal nochmal rein hier in die Lichtwelt. Ja, der Klöppel, ob der jetzt fällt hier. 177 Pilze haben wir noch. Oder ob wir uns nochmal equippen. Haben wir irgendwie meinem Begleiter irgendwas Gutes gegeben? Den Stärkehelm, den braucht er nicht. So, Rüstung. Achso, okay, okay, einen Stärkehelm haben wir. Die Schuhe brauchst du nicht, ja. Den Ring. Okay, 199, was haben wir jetzt? Okay. Den Ring nehmen wir auch noch ab. Hier, komm, scheiß drauf. So, Schuhe. Rein damit. Stärke, Dingsstein, rein. So. Okay, 29 ist jetzt auch nicht die Welt. Machen wir so. Zack. Und, ja, dann sollte es eigentlich schon echt... Wir brauchen noch ein, zwei Items hier. Das würde ich noch gerne austauschen wollen. Aber ich möchte hier ganz gerne noch... Ja, sehr schön, sehr schön. Den nächsten Lichtweltgegner besiegen. 645. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Die Waffe. Steingewinnung, so. Das boostet ja alle unsere Attribute hier. Dreier-Stat wäre natürlich noch cooler gewesen, aber ist so oder so ein Upgrade. Stufe 220, Dauerschleife freigeschaltet, nächster Dungeon. Okay, das Ding ist auch nochmal brachial besser. Steingewinnung, machen wir alles für Ressourcen hier. Ich weiß gar nicht, was er an Ressourcen hat. Okay, das geht tatsächlich. So, nächster Dungeon. Ich muss mal zusammenzählen, wie viel Dungeons wir am Ende hier besiegt haben. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken. Okay, der ist schwer. Holy shit, das hätte ich nicht gedacht. Da ist jetzt ein Gegner vor uns. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier ein bisschen in die Bredouille kommen. Welchen wir besiegen können, ist glaube ich hier nochmal. Da können wir nochmal ein bisschen was mitnehmen. So. Und hier ist glaube ich jetzt Sense, ne? Ja, obwohl, ja, wir sind so stark. Ansonsten kommt ihr hier erstmal nicht weiter an dem Gegner. Aber hier ist erstmal Feierabend. Nee, doch nicht. Den haben wir auch noch besiegt. Okay, Holundor. Also im normalen Spiel ist bei dem erstmal Feierabend so. Aber nicht mit dem Account hier. Okay, was haben wir hier? Oh, Spanne ist nochmal besser. Steingewinnung, rein der Abfahrt. Und wir verbessern mal. Okay, das solltet ihr eigentlich auch nicht machen. Ja, alles auf 1 hier verbessern ist auch nicht klug. Aber weil es jetzt halt schneller geht, verbrauchen wir jetzt mal alle unsere Ressourcen hier. Wie gesagt, ist nicht schlau. Der Account ist danach halt jetzt nicht wirklich gut gespielt oder bespielt jetzt, ne? Aber dadurch, dass wir jetzt halt wissen, er spielt hier aktiv nicht mehr weiter, holen wir halt ganz schnell nochmal alles raus, was wir rausholen können. Um halt nochmal vielleicht, wir können wir mal ganz kurz skillen, um nochmal vielleicht hier ein paar Etagen mehr zu machen. Wir haben auf jeden Fall einiges jetzt auch an Level gut gemacht. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier in der Gilde stehen. Ich glaube, wir sind noch auf dem letzten Platz, aber ist ja auch klar. Ja, obwohl wir haben echt schon gut aufgeholt, ne? Guckt euch das mal an. Das ist ja wirklich sagenhaft. Krass. Verzauberung. Verzauberung. Warte mal, Verzauberung? Waffe. Ah, wir brauchen Gold. Wir verkaufen mal... Was ist das hier? Stärkegürtel. Ja, ach, scheiß drauf jetzt. So, ist jetzt halb so wild. Da müssen wir definitiv noch hier das Ding. So, und Handschuhe haben wir auch. Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen mehr Schaden hier. Crit-Schaden nochmal 5%. Lichtwelt gehen wir rein. Nächsten Gegner, Roman. Das wäre halt geil. Der würde nochmal instant 2 Level geben. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch so weit kommen, ne? Damit habe ich echt nicht gerechnet, muss ich sagen. Aber wir haben hier... Boah. Ja, achso, oh, fuck. Jetzt habe ich hier... Ja, jetzt habe ich für Pilze das hier ausgegeben. Dementsprechend haben wir jetzt ein bisschen weniger Pilze noch zur Verfügung, um uns hier durchzupilzen. Ja, aber den Rest... Warte mal, wir können ja nochmal hier Dämonenportal jetzt nochmal. Ja, das ist klar. Das ist easy, first try. Dauerschleife, den ersten? Nee. Nee, da sehen wir uns nicht drin. Okay, Wirbelwind wäre jetzt zu low. Wir können einmal Märchenturm reingehen. Ja, ist klar. Da machen unsere Begleiter gar nichts. Da machen wir alles selbst, ne? Ja, okay. Aber Märchenturm an der Stelle jetzt auch einfach zu low gerade. Wir wollen jetzt noch ein paar Level pushen. Schattenwelt können wir nicht weitermachen.
da die Skips dort extrem teuer in der Mine sind. Ansonsten hätten wir da halt auch jetzt nochmal extrem Level pushen können. Ich würde sagen, wir versuchen einfach jetzt nochmal in den Dungeon, wo es am meisten XP geht, in den Original-Dungeon hier nochmal durchzupreschen. Ja, wenn es klappt, klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten haben wir hier eine extrem kranke Performance hingelegt. Und ich würde sagen, ey, mit dem, ich bin extrem dankbar, dass wir das hier jetzt so spielen durften, dass wir das aufgenommen haben, dass jetzt auf jeden Fall auch, jetzt in so einem Video festgehalten haben. Ich glaube, wir versuchen nochmal ihn hier, weil hier können wir halt eine Combo raushauen. Ich glaube, bei ihm ist echt Schluss, weil er ist halt ein Magier. Können wir als Berserker nichts gegen machen. Vielleicht nehmen wir ihn nochmal mit hier an der Stelle. Und ansonsten, ja, bleibt mir zum Ende des Videos nur nochmal zu sagen, ey, vielen lieben Dank an Catch Me, if you only Catch Me. Ja, schaut da sehr gerne mal auf Twitch vorbei. Wie gesagt, ist alles unten verlinkt. Dankeschön, dass wir hier das Ganze machen durften und dass wir das hier mit der Außenwelt teilen durften. Okay, er liegt nicht mehr, aber wir sind extrem weit gekommen. Und wie gesagt, es ist jetzt noch viel mehr rauszuholen. Man könnte viel mehr rausholen auf jeden Fall. Aber für das Video soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ich denke mal, das Hauptsächliche haben wir jetzt soweit geschafft. Ne? Ich weiß nicht, was wir an Dungeons jetzt gelegt haben. Hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 127, 128, 129, 131, 141 Dungeons, ne? 141 Dungeons in dem Video jetzt geballert, Alter. Holy shit, das ist echt krank. Das ist sehr, sehr krank. Ja, ey, danke auf jeden Fall für alles. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Schaut bei Only Catch Me vorbei unter dem Video. Ich verabschiede mich und das war echt was sehr, sehr Besonderes heute. Danke für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.